Wir sind wieder da nach einer für unsere Verhältnisse sehr kurzen Pause bei American Arcadia. Krankheitsbedingt, es tut mir leid, aber was soll man machen? Oh. Maybe some of our intel is wrong. Maybe they're not killing people in there. There's something you and I know for sure to be true. As long as you are inside Arcadia, you will always be a prisoner. Oder tot. Sie bringen uns lieber selber um. Trevor, maybe some of our intel is wrong. Maybe they're not killing people in there. There's something you and I know for sure to be true. As long as you are inside Arcadia, you will always be a prisoner. From one fugitive of Arcadia to another. Do what you need to do. Say goodbye. Ups. Ich glaube, du musst rüberspringen. Ja. Ja, muss uns das nochmal. Maybe some of our intel is wrong. Maybe they're not killing people in there. There's something you and I know for sure to be true. As long as you are inside Arcadia, you will always be a prisoner. From one fugitive of Arcadia to another. Do what you need to do. Say goodbye and leave. Can I at least have some time to think about it? So, take your time. Whenever you are ready. Kann ich da jetzt runter? Ja. Also du Ja, springst okay. quasi von Balkon. Ja, okay. Aber die Balkone das ist hier aber auch nicht nach Sicherheitsbestimmungen. Obwohl, das ist, glaube ich, da dürfen die Leute nicht aus dem Haus raus. Wie ein Todesstern. Was einer unserer Zuschauer korrekterweise festgestellt hat, ist ja schön, dass Gus jetzt offensichtlich, zumindest erzählt es uns ja, wie heißt sie noch? Vivian. Mhm. So, ja, der lebt ja jetzt auf einem anderen Teil. Wir bringen die Leute gar nicht um. Ja, aber auf Trevor wurde halt schon geschossen. Also für jemanden, der sagt, wir bringen hier doch niemanden um, wurde schon ganz schön viel auf Trevor geschossen vom Hubschrauber und so. Architects of Tomorrow, die Walton Media Studios. Schauen wir da mal. Und sie haben ja auch nicht irgendwie etabliert, dass das Betäubungspfeile oder sowas sein sollen. Angela? Stimmt. You still there? Hey, Trevor. Yeah, I'm here. I think this is the Architects of Tomorrow TV set. Yeah. The last two Architect seasons were recorded in this studio inside Old Arcadia. But nothing was the same after Walt and stuff. Not even Architects. Ich stehe ja so auf Wissenschaftssendungen. That's the piano Kovacs always played at the end of every episode. So Knopfhoff-Show früher oder Curiosity-Show und so. Mhm. Quarks und Co. nicht. Das ist wohl, das ist ja mehr so Reportagen. Aber wenn in dem Studio dann auch so Zeug rumsteht und da Experimente gemacht werden, das fand ich immer so geil. Sogar Telekolleg fand ich irgendwie ganz geil. Oh, really? It's still there? It was my favorite part. Oh, darf ich jetzt was spielen? That's what got me into music. You mind if I... No, go ahead. Nobody can hear you here. Sag mal, wirkte das so, als hätte das am Klavier angefangen, der Ton, und hätte dann den Raum gefüllt? Weiß nicht. Vielleicht kommt es mir nur in den Kopfhörern so vor. Macht aber ganz gut. Also dafür, dass er der allerletzte unter den 23.000 ist vom Interessantheitsgrad, hat er doch was zu bieten. Pedaltechnik ist ein bisschen komisch. Was macht man mit diesen Pedalen? Mit dem rechten, was er spielt, kannst du den Sustain aufrechterhalten. Also wenn du eine Taste anschlägst und die macht normalerweise nur Pling,
Während du aufs Pedal trittst, macht sie pling. Ach so. Also die schwingt dann so lange, bis sie von selber ausschwingt. Und nicht... Ah, jetzt ist es aber irgendwie... Ich sag doch, Ja, ja. sie haben das irgendwie den Raumklang geändert. Ja. Schön. Wow. That's really pretty. But what's it called? I still have to give it a name. Wait, you wrote this? It's yours? Yeah, it's mine. I didn't know you were so talented, Trevor. Have you ever thought of becoming a professional musician? No, I like to keep that to myself. You know, maybe my life wasn't good American Arcadia material, but it was quiet and peaceful. I know I'm not the most interesting guy on the planet, but I've never hurt anyone. And I don't deserve all the crap that I'm going through. I know, Trevor. And for what it's worth, I have to say that you may not be the most interesting guy on the planet, but you're a good person. And I like you. And I'm sure a quiet and peaceful life is waiting for you out there. Maybe you'll have to chuck that grandpa getup and throw on something a little bit more up to date, but other than that, you'll be fine. Okay. Okay. Let's do this. We will be extremely careful. I swear it. Yeah, sure. Just do it before I change my mind. At that moment, I realized how fond I had grown of that old fuddy-duddy mustache-wearing average Joe. I wasn't doing this because of the Walton Media breakout war anymore. I just wanted to get my friend out of that city once and for all. That was That's really it, moving, yeah. Kovacs. Thank you. It was critical to convince such a valuable asset like Trevor's. I haven't said anything to convince him. I just said what I feel. And please, don't call him an asset. Trevor's not an asset, okay? I understand. I apologize. It's all right. What do we do now? You must get inside the realignment area and find any relevant information that allows us to comprehend how the jingle works. Ich fand jetzt da die Untertitel in der Übersetzung im Deutschen fast besser, weil sie sagt ihm im Englischen you may not be the most interesting person, und im Deutschen was übersetzt mit du bist vielleicht nicht der spannendste Mensch. Und zwischen spannend und interessant ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also es gibt ja viele Leute, die nicht die spannendsten sind, aber interessant können sie ja trotzdem sein. Und wenn ich jemandem ein Kompliment machen will, dann sollte ich ihm vielleicht nicht unbedingt sagen, dass er nicht interessant ist. Aber okay. Danke übrigens für die stabilen Zuschauerzahlen. Normalerweise ist es ja so, dass ab Folge 2 das dann steil nach unten geht. Aber ihr alle seid uns jetzt ziemlich treu geblieben. Zumindest ab Folge 3. Offenbar gefällt euch das hier und uns ja auch. I really hope your plan works, number 6. Still not 100% convinced. Remember, we are at this point thanks to your courage and boldness. You got us to the hexagon. I know, but just in case, let's make sure we don't get out of hand with the boldness. To ensure that our citizens Hey, what is never this? leave, The we 4 need steps them of to the not realignment have any jingle? interest in anything other than living a happy life in Arcadia. Their only aspiration must be routine. Don't get me wrong, our citizens will be interesting. Celebrities, athletes, musicians, but always local celebrities, local athletes, and local musicians, things like that. Even so, there will always be those who, driven by mere curiosity and irrational impulse or just plain and simple stupidity, will do something that might bring them close to the dome's edge. We are saving an ace up our sleeve for that situation.
Any violation of the Burbank Act will result in the absolute suppression of all means of self-control of that particular individual. That feeling of well-being will turn into almost complete incapacitation. If that measure isn't enough, they must perceive the outside world as a hostile, harsh, and unwelcoming environment, even threatening. To keep citizens from wanting to leave, we will have to reinforce each and every one of their fears. Arcadia means safety. The world outside means danger. But we have to give them the illusion of freedom. Otherwise, we will face another breakout. And the only way to achieve this requires a complete distortion in their perception of freedom. They will not long for it, because Arcadia will be the only place where they can feel really free. Hat er ja schön zusammengefasst. Jetzt können wir uns nochmal anhören, was Angela dazu sagt. Their only aspiration must be To ensure routine. that our citizens never leave, we need them to not have any Ach so, das läuft interest jetzt in hier in der anything Schleife. other The than absolute living suppression happy of lives. all Jesus. means Die of liest das nur vor. self-control. Shit is They're Orwellian only and disgusting. Ah, nee, sie sagt doch noch ein bisschen really mehr. sick, man. Our citizens will be interesting. We Celebrities, need to strengthen athletes, each and musicians, every fear. but always local celebrities. This local requires athletes, a and local total musicians, things distortion like in their that. perception of freedom. Even so, I wonder what this panel does. It's hexagon level. Do not activate it. It is not safe to take any unnecessary risks, Kovacs. Jetzt würde ich mir doch von denen, also hier von Out of the Blue aus Madrid, ein neues No One Looks is like every Forever brand in langsam the world has a wünschen. spot here. What do you Muss mean? nicht mal ein Shooter sein. Their logos are everywhere. Car brands, computer manufacturers. Was ist jetzt hier los? Das habe ich jetzt gerade nicht geschnallt. Das habe ich jetzt tatsächlich auch nicht geschnallt, weil ich wieder reinquatschen muss. Ja, furchtbar. Das sind hier so Arbeitsplätze halt mit verschiedenen... There are several of these QR cards scattered around. I wonder what they're for. Okay, die brauchen wir bestimmt. Ah, What do we have here? This machine seems to require a subject ID code to work. Kovacs, set it to Trevor's. 10392. There are some branded logos in this machine, and they seem to be related to the jingle somehow. Are those brainwaves? So this is what Trevor experiences every time he hears the jingle? Oh my god. That's how they tailor the preferences of Arcadia's citizens and prepare everything that happens around them. Setting aside how ethically reprehensible this might be, this machine will tell us how Trevor's brain reacts to external stimuli. We should use it to our advantage, Kovacs. Yeah. There's a QR reader in this machine, so I better find something to feed it. okay, also hier sind lauter so QR-Karten von den verschiedenen Firmen. Hier Videospiele, Autos, Tanz. Immer noch der geile alte Joystick für die Videospiele. Ja. Das ist fast ein Competition Pro, wie ein Mix aus Atari VCS und Competition Pro. Dann Hunde- oder Tierfressi, Mucke, Fitness und Love. Hier ist An Staccato. instrument manufacturer. I guess this might represent music. Und ich denke mal, das wird man dann hier irgendwie einlesen und dann irgendwie versuchen, diese Ja. Wellen nachzuformen für irgendwas. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich den einlese. Playing piano strengthens Trevor's mastery and his sense of freedom. Ah, okay. Ja, dann such mal die anderen. So eins war ja hier drüben, ne? Der roten Ja. Karte. Rush Motors. The guys who manufacture the perfect work of engineering, according to Trevor. Schauen, was er dazu sagt. Driving makes Trevor feel in control, but also in need of some freedom.
Also das will er haben. Das ist eine Stärke. Nice that they sent everybody home. I guess the lockdown was a good thing after all. Definitely. An AIDAnet dating service. Most citizens end up being matched with NPCs who provide them with exciting and generally completely fake love stories. Ist ja auch gemein. Da, wenn man jetzt länger drüber nachdenkt, findet sich da bestimmt auch irgendwie ein satirischer Bezug oder ein sehr bitterer Bezug zur According Realität. to this, Trevor feels like a romantic relationship might turn his world upside down. He might not have any control of his life, and this scares him. Yep, that sounds like him. This machine works, no doubt about it. Also hier rechts sehen wir, was das mit ihm macht. Liebe zum Beispiel verzerrt Distortion sein Gefühl für Routine. Unterdrückt Kontrolle, stärkt seine Angst und Freiheit 0. Und so weiter. Jetzt finden wir die anderen 4 Karten mal noch. Und wie man das dann umpolt oder neu formt, das sehen wir dann They bestimmt must gleich. hire the worst of the worst to work here. I mean, how could you live with yourself knowing what you're doing to people? Well, you work at American Arcadia. Ooh, okay, that was a low blow number 6. Naja, wo er recht hat. Looks like a retro version of an SP Next Joypad. Kannst du nochmal zurückgehen und versuchen, diese Tür zu öffnen, wo er gesagt hat, das will er nicht, dass du die öffnest? Welche Tür? Oben die Treppe hoch? Oder die Jalousie, hier nach links. Hier. I still wonder what this might be for. We should focus on finding useful information to help Trevor instead. Vielleicht ist Oh, dann bestimmt Number noch 6 dahinter. In irgendeiner kompromittierenden Situation. Ja. Trevor looks pretty skilled playing video games, but from the looks of it, he doesn't have a great time playing them anymore. Ha! Idiot. Da waren wir auch alle schon mal. Also ich zumindest. Du vielleicht noch nicht. Wobei ja der Trend eigentlich dahin geht, möglichst Skill und möglichst keinen Spaß beim Spielen haben. Das ist ja wird ja immer wichtiger. Dann bist du ja zu 50% Pet im food, Trend. from Labradors to Florida box turtles. Ja, ich kann auch ohne Skill keinen Spaß beim Spielen haben. Aber bei diesem Spiel ist alles anders. Brainwave Sequence, aha, da muss man dann auch noch was machen. Das ist wahrscheinlich da dann die Neuprogrammierung, oder? Ja. Zwei fehlen noch, aber ich war doch Wie jetzt die schon Musik überall, so ein oder nicht? bisschen bedrohlich immer noch ist. Ja. Trevor's pet turtle Kovacs is a pillar of everyday happiness for him. So, Muskeln Okay. und Dance brauchen wir noch. Aber ich war doch jetzt schon überall. Also, hier war Auto. Brauchst du denn tatsächlich alle? Also, Ich denke schon, oder? Da war nichts auf der Seite. das Gamepad? Hatten wir schon. Ah ja, Ist noch hier was? ist Vivian's Dancing, Disco Club. Tanzen? No matter where I go, I keep seeing her. Und jetzt brauchen wir noch Fitness. Schaue ich hier nochmal, aber dann müsste ich eigentlich das Erdgeschoss komplett haben. Da ist nichts mehr. Nee. Genau, da war nur Love. Nur Love, sagt er. Kann man die auch vorher sammeln und dann alle auf Social einen events Schlag really stress Trevor out, Wahrscheinlich. and they seem to turn his mood upside down. Ist aber auch gemein, wenn man ihn jetzt umprogrammieren würde. Also, was sagt denn das über Trevor aus? Also, Ja, was sagt er das vor denn allem über eigentlich? Angela und Number 6 aus? Sollen wir ihn jetzt den Wunsch nach Freiheit einprogrammieren? Ja. Aber ich Das finde ist gemein, da Muskeln auf nicht. dem Dings liegt noch was. Ja, das habe ich aber schon. Das habe ich schon gescannt. Jetzt schau ich mal, was hier passiert. Huh. Looks like this booth can be programmed to generate something entirely different.
A customized jingle, if you will. Achso, irgendwas, was ihm quasi Real gefallen line hat. booth. I was This must be thinking what Vivian told that Trevor jingle about. generator you mentioned, anything that you might associate with our Codex or the Visiorama? For what? Absolutely. I don't there see a even way to some remove the jingle from Visiorama Trevor's rules. uses this thing. Maybe we cannot remove it, but we can induce the opposite message. You're talking about creating an anti-jingle? Apparently, I coined the term. But it was number 6 who laid out the whole thing. It sounded simple, convincing, and a good idea. First, we completely distort the vision of his routine. We show him how strange his ordinary life is by altering it. Next, we strengthen his sense of control. We reinforce his decision-making and provide him with resolution instead of suppressing it. After that, we remove Trevor's fear of the outside world. There would be nothing to stop him from getting out. And then we give him a new aspiration, total and complete freedom. Guess what, number 6? That plan might not be a long shot after all. Haben wir das nicht eigentlich schon das ganze Spiel lang gemacht? Ja, irgendwie schon, aber es muss anscheinend über eine Gehirnumpolmaschine passieren und nicht über das reine Angebot oder das Aufzeigen von der falschen Welt. Auch eine komische Message. Aber wo ist jetzt das Muskelding? Jetzt schaue ich nochmal überall. Spectrex Gaming System. So, und da liegt hier der Spectrex. Also das ist es nicht. Da heißt es gar nichts. Vielleicht liegt es irgendwo im Realignment. Mülleimer? Wie immer. Die coolen Sachen liegen immer im Müll. Ne, Ja, sind aber ja hier bei diese so- Stelle. so- Ach, hier ist Muscle Motion bestimmt. Dann habe ich hier noch nicht geschaut. Da ist es doch. This is that awful line of workout videos and fitness meals. I think they sponsor Steve Just. Dann kannst du aber abgeben. Jetzt habe ich auch alle. Ja, wunderbar. A healthier life would make Trevor less scared of dying, but also more unhappy and less free. So, Okay. also Distortion Routine wäre dann also, wir brauchen, wenn wir das so sortieren müssen, machen wir nehmen Routine von Liebe, wir nehmen wir brauchen Mucke oder Musik. Auto für Control Nee, wir brauchen Musik beim zweiten. oder Auto, das ist auch Nee, nicht, weil wir unten Auto für Freedom brauchen. Oh ist die ja, das einzige ist, Welle, das ist die- clever. Ja, okay. Also Liebe, Musik und Tiere, Und Auto. Auto. Liebe, Musik, Tiere und Auto. Genau. Liebe, Sunshine, Musik, Tiere und Moonlight, Auto. Good Times, Boogie. Liebe, Musik, Tiere und Auto. Liebe, Musik, Tiere, Tiere. Auto. Also, jetzt habt ihr das verstanden. In der nächsten Folge Liebe, Musik, Tiere und Auto. Bis dann. Tschüss. Tschüss.